Ja, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung und die einleitenden Worte zur Bedeutung der österreichischen Staatsdruckerei. Sehr geehrter Herr Brammel, geschätzte Expertinnen und Experten, ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Und seitens des BMIs verbindet ja sehr viel mit der österreichischen Staatsdruckerei, nämlich das Thema Sicherheit. Und als ich die Einladung zur Hand genommen habe, habe ich befürchtet, dass ich zu folgendem Thema eingeladen sein werde, und zwar die Auswirkungen der digitalen Welt auf die Flüchtlingsströme. Aber dem ist Gott sei Dank nicht so, sondern heute gilt es hier, dass Expertinnen und Experten zusammentreffen und sich austauschen über zentrale, wichtige Zukunftsfragen. Zukunftsfragen: Wie muss sich in Zukunft der Rechtsrahmen gestalten? Welche Auswirkungen bringt die Digitalisierung im Allgemeinen? Welche Dimensionen gibt es hier? Und vor allem, welche Auswirkungen hat die digitale Welt auf uns persönlich? Welche Auswirkungen hat sie letztendlich auch auf die Wirtschaft? Das heißt, viele spannende Fragen, die hier im Mittelpunkt dieser Veranstaltung stehen. Und ich bin fest davon überzeugt, jedem von Ihnen geht so wie mir, dass wir immer wieder mit der Frage konfrontiert werden: Werden wir alle zum gläsernen Menschen? Oder eine Frage: Wie sicher sind unsere personenbezogenen Daten? Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Wie denken wir nur an die verschiedenen Apps auf unseren Smartphones? Jeder hat sie, jeder weiß die Auswirkungen und jeder tut es letztendlich und nutzt diese auch. Ja, und diese Technologien, die es heute gibt, die es in Zukunft geben wird, beschäftigen uns natürlich Tag für Tag, ob wir das wollen oder nicht. Wir müssen uns damit beschäftigen und dürfen auch in diesem Bereich nicht stehen bleiben. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir die volle Handlungsfähigkeit in der Hand haben, wenn es um sichere Identität geht, vor allem um digitale Identität. Und ich glaube, das ist einfach der Dreh- und Angelpunkt für das Bestehen auch in der digitalen Welt. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, und die Frage haben Sie sicherlich sich selbst auch schon gestellt: Können wir uns bei unserem digitalen Gegenüber ebenso sicher sein wie bei unserem Gegenüber, bei unserem Vis-à-vis in der analogen Welt? Und auch in der digitalen Welt muss es Sicherheit geben, müssen wir sicher sein, dass wir mit ganz konkreten Personen sprechen, dass wir hier wirklich mit jenen Menschen reden bzw. kommunizieren, mit denen wir auch tatsächlich wollen. Umso wichtiger ist es hier eben massiven Identitätsmissbrauch zu verhindern, ein ganz wichtiges und zentrales Thema auch für das BMI. Deswegen auch ein Schwerpunkt bei uns im Haus: Wie schaffen wir es, sichere Identitäten zu gewährleisten? Wie können wir hier am Entwicklungsprozess auch mitmachen? Identitätsmanagement, ein Kernpunkt bei uns im Hause, bei uns im Innenministerium und vor allem auch eine Kernkompetenz, die wir haben. Eine Kernkompetenz, wenn ich denke an die Reisepässe, wenn ich denke an die Personalausweise oder vor allem auch an die sichere Infrastruktur im Bereich des gesamten Meldewesens. Das heißt, ganz zentrale Eckpfeiler unserer Kernkompetenz. Und für uns im Zentrum steht natürlich auch die Weiterentwicklung dieser Kernkompetenz mit dem Blick auf die digitale Welt. Das heißt, die digitale Welt hat auch bei uns höchste Priorität, und deswegen bin ich auch immer wieder dankbar, dass es hier zu einem Erfahrungsaustausch mit der ÖSD kommt, ein verlässlicher und fairer Partner in all diesen Dingen, wo ich auch ein herzliches Danke sage, wo ich aber nicht nur ein Danke sage, sondern wo ich mich vor allem auch heute sehr darüber freue, dass es der Staatsdruckerei gelungen ist, nach jahrelanger Forschung, nach langen Jahren Beschäftigen mit dem Thema digitale Identität, hier konkrete Ergebnisse vorweisen zu können mit einem digitalen Ausweissystem. Ein spannendes Produkt auch für uns seitens des BMIs, wo wir natürlich immer diese Dinge auch prüfen müssen, wo wir uns es zum Motto gemacht haben: Nicht alles, was technisch möglich ist, muss gleich umgesetzt werden, sondern muss natürlich im Detail überprüft werden, analysiert werden, welche Lösungen gibt es für sichere Identitäten in der Zukunft und vor allem auch für die Zukunft.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir was wünschen darf, dann wünsche ich mir einfach, dass digitale Identitäten in Zukunft auch so sicher sind wie der österreichische Reisepass, auf den wir sehr, sehr stolz sind. Ein wichtiger Botschafter in die gesamte Welt hinaus, wo ich mir auch wünschen würde, dass es derartig sichere Dokumente auch in allen anderen Staaten der Welt geben würde. Das würde uns sehr viel Arbeit im Innenressort auch ersparen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das heißt, der Reisepass hat eine spezifische Qualität, oberste Qualität, Top-Qualität, und eine derartige Qualität wünsche ich mir auch bei den sicheren digitalen Identitäten. Ein großer Anspruch, eine riesige Herausforderung, wo wir zweifelsohne noch viele Schritte gehen müssen. Ich darf mich bei der ÖSD herzlich bedanken und vor allem auch gratulieren zu dem neuen Produkt und freue mich natürlich auch, die ÖSD weiterhin als Partner seitens des Innenressorts zu haben. Wir werden auch weiterhin zusammenarbeiten, ganz nach dem Motto, was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. Wir wissen aber eines, wir machen sie gemeinsam sicher. Und dafür wünsche ich Ihnen und uns allen einfach viel Erfolg und toi toi toi.